So, meine lieben Freunde der Leichten TV, heute schauen wir uns mal von Tuya den Neon Light Stripe an, was ihr dafür bekommt und wie die Fernbedienung aussieht und wie das Licht ist. Natürlich funktioniert das Ganze in Smart Life und dann gehen wir noch ganz kurz in die Home Assistant Installation und Verwendung. So, von rechts nach links gesehen haben wir mal links in schwarz das Netzteil, dann kommt rechts daneben in weiß der Controller. Und ganz rechts dieses aufgerollte Kabel ist der Neon Stripe, um den es heute auch geht. Das ist natürlich keine bezahlte Werbung, das möchte ich festhalten, ist ein Gerät, was ich mir selber angeschafft habe, aus privaten Zwecken. Ich stelle hier nur dar, was man bekommt. Es ist keinerlei Partnerschaft mit der Firma Tuya oder sonstiges vorhanden. Dann seht ihr im Hintergrund die Fernbedienung. Da haben wir alle möglichen Modes, Sleep Mode, Helligkeit, Timerfunktion, Lichtorgel, da kann man also wirklich so ziemlich viel mitmachen. So, und so schaut das Ganze dann aus. Es eignet sich nicht wie ein normaler LED-Stripe dazu, der warm-weiß kann und RGB, ihn als Lampenersatz zu nehmen. Dazu ist dieser Streifen generell von der Lichtleistung her einfach zu gering. Es ist eine Lichtuntermalung, man kann es als Deko verwenden oder einen dunklen Bereich ausleuchten. Oder eine etwas romantische Ecke, wie zum Beispiel jetzt auf dem Balkon zu schaffen, wo man sagt, okay, ich habe hier nur gedämmtes Licht und so möchte ich das auch haben. Ansonsten als Lampenersatz das hier nicht. Im Video kann man jetzt sehen, der Balkon ist relativ schön gleichmäßig ausgeleuchtet. Dieses Licht ist momentan weiß. Nein, es ist nicht UV-Licht, es ist einfach weiß und das kommt hier gar nicht raus. Ist von den Farben her auch ein bisschen eigen. Aber man kann den Balkon so gleichmäßig ausleuchten, allerdings für den Schminktisch von meiner Freundin reicht das wohl irgendwie auch nicht. Also zumindest schaut sie da gerade nicht so happy aus. So, okay, dann schauen wir uns das mal kurz in der Smart Life App. Wir müssen natürlich auf Plus hinzufügen gehen. Dann kann man das Gerät hinzufügen. Der Lightstripe wird aber in der Tuya Smart Life App automatisch angezeigt und ihr könnt ihn dann gemütlich hinzufügen. Dann gehen wir da mal rein. Das Setup ist eigentlich hier auch ganz einfach. Man kann das mit der App wirklich ganz gut kontrollieren. Ihr könnt einschalten, ne? Ihr habt hier die Farbmodis, also Polarlichter und so ein Zeug, Glasland. Also da gibt es wirklich so viele Lichtsimulationen, die man laufen lassen kann. Man kann es nach Musik laufen lassen, dass er blinkt und die Farben wechselt. Das geht auch, wenn man das braucht. Also ich persönlich brauche es jetzt nicht. Ich habe es auch nicht ausprobiert, gestehe ich an dieser Stelle ganz ehrlich. Das sind ja einfach so die Standardeinstellungen, die ihr wirklich auch einfach für dieses Gerät habt. Und ihr seht jetzt auch, hier ist jetzt nicht einmal weiß dabei. Das muss man sich dann hier extra einstellen, weil der Streifen eigentlich in der Regel, so wie ich ihn einschätze, kein Weiß kann. Das heißt, dieses hellblau, was ihr jetzt gerade im Vorspann und im Video gesehen habt, ist quasi das, was er als weiß interpretiert. Wie gesagt, es ist eine schöne Lichtangelegenheit, eine Lichtspielerei. Es ersetzt keine Lampe. Aber es hat was. Also man kann jetzt nicht sagen, das Ding ist for free. Es hat irgendwie was. Von außen schaut es richtig spacey aus, die Beleuchtung, wenn man jetzt von draußen hier hochguckt auf den Balkon. Ist wirklich fitzig. Das also mal dazu. Dann schauen wir mal ganz kurz rüber in unseren Home Assistant. Und hier haben wir unser Neon Stripe. Und ihr seht hier auch, den kannst du gemütlich einbinden. Der ist auch gelistet. Man braucht hier keine Extras. Man kann den hier gemütlich einstellen. Man kann hier die Farben auswählen. Man kann nur die Helligkeit steuern oder direkt die Farbe eingeben. Man kann sich das hier auch per Farbmusterschema auswählen, wenn man lieber so ein Orange hat. Die Helligkeit, wie man sie hätte. Er zeigt auch die Farbe an, die eingestellt ist, die er momentan darstellt. Ich habe das immer hier auf weiß, dieses schöne hellblau. Man soll sich ja nicht beschweren, ist alles gut. Also wie gesagt, ich finde das Teilchen trotzdem knifflig. Man kann was damit anfangen, es ist nett und es funktioniert. Ihr könnt also sämtliche Automatisationen und Szenen in Home Assistant nachstellen und einbinden. Automatische Lichterkennung, Gruppe Lichter und so weiter oder Außenbereich, alles möglich. Funktioniert also wirklich auch hervorragend. Ich hatte bis jetzt mit dem Gerät noch keinen Ausfall und habe es jetzt schon seit 3 oder 4 Wochen am Laufen. Gut, dann hoffe ich, das Video hat dir geholfen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal.
Dann produziere ich diese Videos natürlich in meiner privaten Freizeit mit meinem privaten Equipment und kaufe auch hier oder andere das ein oder andere Teil, was ich eigentlich gar nicht brauche, um es euch zu zeigen, aber es sei drum. Wenn du diesen Kanal unterstützen möchtest, weil du es gut findest, was ich hier tue, kannst du dieses gerne tun. Spendenlinks findest du unten am Ende der Videobeschreibung. Solltest du dennoch weitergehende Probleme haben mit Smart Home Assistent, mit deinem Computer, mit deinem PC, mit irgendwas nicht klarkommen, mit deinem Netzwerk oder mit deinem Notebook, dann kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, Auftrag gegen Rechnung, ohne Ecken, Haken und Ösen und sonstigen Abos. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Dabeisein. Ciao.